Ja moin und herzlich willkommen bei Voltus. In dieser Folge der Smart Facts möchte ich euch gerne den Eimsig Tür- und Fensterkontakt auf EnNotion-Basis vorstellen. Jeder, der die Smart Facts schon seit längerer Zeit verfolgt, weiß, dass wir primär gerne alles auf KNX oder mit KNX lösen. Im Bereich der Fenster- und Türüberwachung gibt es aber bis auf ganz wenige Ausnahmen keine Möglichkeit, um Fenster oder Türen, also die Öffnung des Fensters oder der Tür, sauber nachzuvollziehen. In dem Fall greift man dann doch wieder gerne auf Produkte aus der EnNotion-Ecke hinzu und war bisher auch dort eigentlich auf 2 bis 3 Hersteller angewiesen, die Türkontakte oder Fensterkontakte anbieten. Und es gab auch nur einen Hersteller, der in der Tat einen verdeckten oder einen verdeckt zu montierenden Fensterkontakt auf den Markt gebracht hatte. Dies ändert sich jetzt mit diesem Sensor von Eimsig. Was macht dieses Gerät so besonders? Dieser kleine unscheinbare Sensor von Eimsig ist in der Lage, nicht nur die Öffnung des Fensters, also sprich offen oder zu detektieren, sondern in einem Gerät kann es sowohl die Offen- oder Zu-Status abfragen, als auch den Gekippt-Status. Und das alles, wie gesagt, in einem einzigen Gerät mit drin. Und das macht diesen Sensor wirklich einzigartig am Markt und er bringt einfach viele Möglichkeiten mit sich, um ohne großen Aufwand ein Fenster gesamtheitlich abbilden zu können in seiner Smart Home Anlage. Wie funktioniert das? Der Sensor von Eimsig hat einen mechanischen Stößel hier oben angebracht. Das heißt, der Sensor wird so eingebaut im Fenster, dass der Stößel betätigt wird. Und je nachdem, wie tief dieser Stößel gedrückt wird, ob jetzt ganz gedrückt, halb gedrückt oder gar nicht gedrückt, weiß der Sensor, ob das Fenster offen oder geschlossen oder natürlich gekippt ist. Zudem verfügt der Sensor über einen integrierten Glasbruchmelder oder Glasbruchsensor, kann man fast sagen. Ich muss dazu gestehen, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ob es wirklich funktioniert, aber der Hersteller sagt, es ist mit integriert und somit gehe ich mal davon aus, dass Eimsig auch nicht lügt und es funktioniert entsprechend auch. Zudem habe ich an dem Sensor die Möglichkeit, eine Sollbruchstelle auszubrechen und dort könnte ich noch einen weiteren Read-Kontakt anschließen, um noch eine Verschlussüberwachung oder sonstiges mit in mein System zu integrieren. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Eimsig hat an dem Melder eine kleine Klappe integriert und hinter dieser Klappe befinden sich die beiden Batterien. Er ist also nicht über Energy Harvesting, also batteriefrei, sondern er verfügt über 2 Batterien, die ihn entsprechend mit der Leistung versorgen. Ansonsten habe ich neben den beiden Batterien noch einen kleinen Taster. Über diesen kleinen Taster nehme ich diesen Sensor in Betrieb und kann ihn über eine gewisse Tastenfolge entsprechend anlernen an meinem EnNotion Gateway. Bei den Gateways empfehle ich die EnNotion Gateways von Weinziel, beispielsweise ein ENO 626. Das passt gut in die Unterputzdose rein, aber natürlich auch die anderen EnNotion Gateways von Weinziel sind in der Lage, diesen Sensor mit aufzunehmen. Wie das Anlernen des Sensors im EnNotion Gateway funktioniert, verlinke ich euch ganz gerne. Der Hersteller hat auf seiner eigenen Seite ein sehr schönes Video gemacht, wo er zeigt, wie die Inbetriebnahme über den Taster und auch die Inbetriebnahme in einem EnNotion Gateway funktioniert. Das muss ich euch gar nicht zeigen. Das macht er deutlich besser als ich und viel zielführender mit seinem eigenen Produkt. Die Installation des Sensors ist relativ einfach, muss man dazu sagen. Ich habe persönlich das ausprobiert, wie schnell er zu installieren ist und wie einfach es geht. Ich habe am Anfang ein bisschen mit mir selbst gehadert, beziehungsweise ich habe da meine Probleme gehabt, das Gerät sauber im Fenster einzubauen. Hier empfehle ich euch gerne, schaut unten in der Beschreibung, verlinken wir euch gerne das Video von Eimsig, wie das Gerät am besten eingebaut wird. Und außerdem verlinken wir euch auch das Video zur Inbetriebnahme des Sensors mit einem Weinziel EnNotion Gateway. Ich bin echt froh, dieses Gerät gefunden zu haben. Es funktioniert sehr gut, die Reichweiten sind wirklich toll und vor allem, ich brauche nur ein Gerät im Fenster und nicht 2, wie es bei anderen Herstellern ist, sodass ich nur einmal Installationsaufwand habe und bekomme alles sehr einfach über das Weinziel EnNotion Gateway in meine KNX-Anlage integriert. Von daher, wenn ihr Fragen habt zu dem neuen Eimsig Fenster- und Türkontakt oder andere Fragen im Bereich KNX und Smart Home, wie gehabt. Kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.